Es stimmt nicht, wenn im Westen gesagt wird, dass die Russen oder Putin an Gesprächen, an Friedensgesprächen, an Verhandlungen, an Diplomatie nicht interessiert ist. Er ist es. Er ist es sogar mehr als die Europäer, würde ich sagen. Aber er hat seine Bedingungen dafür. Und die Russen wollen respektiert werden als Großmacht. Das ist der Clou, das ist das Problem. Und wir, die Europäer, wollen den Russen dieses Feld so nicht überlassen. Russland. Ja, wie ist es in diesem Land eigentlich wirklich? Und wie schätzt jemand, der sich auch sehr, sehr intensiv mit diesem Land auseinandersetzt und es sehr, sehr gut kennt, die aktuelle Situation ein? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Professor Alexander Ra zum ersten Mal in unserer Community zu Gast haben. Herr Professor Ra, schön, dass Sie mit dabei sind. Herr Wittmann, hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, so kurz mal die Zusammenfassung. Also allein dafür bräuchte man schon eine Weile, um es durchzugehen, aber vielleicht mal so die wichtigsten Dinge und Stationen von Professor Ra. Er ist Historiker, Schriftsteller, Politikwissenschaftler und Regierungsberater. Auch interessant, ist in Taipei, also in Taiwan, geboren, war Programmdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Mitglied vom Lenkungsausschuss des Petersburgers Dialog, Honorarprofessor in Moskau. Er hat 2003 das Bundesverdienstkreuz erhalten und 10 Sachbücher und Romane geschrieben. Und es gäbe noch einiges mehr zu sagen. Ist Ihnen da noch irgendwas wichtig, weil Sie sind ja zum ersten Mal bei uns zu Gast, was die Leute über Sie wissen sollten? Ich sage immer, ich habe wirklich familiäre Verbindungen nach Russland. Hat sich so geschichtlich ergeben. Und ich betone immer in einem Satz, dass ich in meinem Leben in Thinktanks in Amerika, in Deutschland, da war ich auch Regierungsberater in der Zeit von Schröder, aber auch in Thinktanks in Russland, Honorarprofessur an der Diplomatenhochschule und an der Höheren Schule für Wirtschaft, aber auch in der Ukraine, in dem Yalta Strategy Forum mitgearbeitet habe. Also über einen großen Erfahrungsschatz, vor allen Dingen was die Verbindungen zu den eurasischen Staaten betrifft, habe. Und ich bin seit 5 Jahren Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft in Berlin. Sehr spannend. Ich muss auch sagen, ich freue mich wirklich sehr auf das heutige Gespräch. Also ich kann mich nicht erinnern, so viele Fragen meinerseits notiert zu haben, jemals für ein Interview zuvor. Ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Und es ist natürlich ein sehr, ja, polarisierendes Thema. Allein der Begriff Russland schon im aktuellen Umfeld, ja, hat so ein gewisses, ja, Potenzial einfach im aktuellen Umfeld. Und von dem her, ich würde sagen, legen wir gleich mal los und auch mit dem aktuellen Thema. Sie waren ja früher auch oft selber bei der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Und vielleicht gehen wir mal auf diese aktuell ein. Was ist denn davon erstmal der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung heute und wie bewerten Sie, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, die diesjährige Tagung? Also die Münchner Sicherheitskonferenz wurde ja vor 60 Jahren gegründet als Wehrkundetagung. Da haben sich Militärspezialisten und Sicherheitsexperten getroffen, in viel kleinerem Kreis als heute. Und man hat auch hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert, wie man sicherheitspolitisch Europa, die transatlantischen Beziehungen damals stärken könnte. Ich war damals natürlich nicht dabei, aber ich denke, dass das eine technische und eine sehr wichtige wissenschaftliche Konferenz damals gewesen ist, die auch Spezialisten angelockt hat. Heute lockt diese Konferenz vor allen Dingen Politiker an. Und was ich in letzter Zeit sehr bemängel, ist, dass die Münchner Sicherheitskonferenz praktisch die BRICS-Staaten oder nicht-europäische Staaten, jetzt mit Ausnahme von Amerika, praktisch ausschließt. Natürlich sind auch Vertreter Zentralasiens oder des Kaukasus oder Asiens dabei, aber sie können ja kaum sprechen. Ja, sie werden nicht auf Podium gesetzt. Sie sind irgendwo am Rande zu sehen, aber diese Konferenz dreht sich um die Probleme Europas, um die Nabelschnur Europa. Und noch einmal, was ich bemängle, ist, dass auf dieser Konferenz, aber das ist eine Malade des Westens ohnehin jetzt in den letzten 15 Jahren beobachte ich das. Wir haben den Dialog verlernt. Wir können nicht mehr mit anderen Kulturen, mit anderen politischen Kreisen frei, offen diskutieren. Wir haben leider Gottes auch eine Art von Cancel Culture eingeführt in Europa. Sie zeugt davon, dass der Westen, also Europa, anfängt, sich selbst zu verteidigen. Er ist nicht mehr jetzt positiven Sinn in der Expansion, in der Offensive. Er will nicht andere Kulturen kennenlernen. Er will sich schützen.
Und dieses Wagenburg-Denken ist gefährlich für Europa. Aber das sieht man auf der Münchner Konferenz, wo nur über die Interessen Europas gesprochen wird, und zwar auch nicht wissenschaftlich, auch nicht analytisch, sondern fast schon hysterisch. Dass man einfach schreit und sich selber beweihräuchert und sich selber auf die Schulter klopft und immer wieder unterstützt und sagt, nein, wir gehen diesen Weg zusammen, wir halten durch. Vor 4 Jahren begann ja der Ukraine-Krieg. Hat man gesehen, dass diese Konferenz praktisch einberufen wurde, um Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, zu unterstützen und um eine Art Konfrontationsstrategie gegenüber Russland vorzubereiten. Obwohl von einer Strategie oder von einem Plan habe ich bei den Konferenzen nichts gesehen, außer immer wieder an Statements und Reden davon, wie wichtig es ist, Russland zu isolieren und Russland eine strategische Niederlage beizuführen. Und seit dem letzten Jahr gibt es Konflikte mit den Vereinigten Staaten von Amerika, seitdem Trump da ist, seitdem G.D. Vance, der Vizepräsident, diese berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr gehalten hat, wo Europa vorgeworfen hat, selbst die Demokratie, die eigene liberale Demokratie zu verraten, ist hier der Teufel los. Ja? Und die Amerikaner kommen auf diese Konferenz nicht mehr als Freunde, sondern auch als Gegner. Und so gesehen versucht man sich auch nicht in einem Gespräch mit den Amerikanern zu beweisen als Europäer, sondern man verdammt Trump, man spricht darüber, und das sagen auch die amerikanischen Oppositionspolitiker, die aus dem Kongress anwesend waren. Der Trump wird weg sein. In einem Jahr sind die Midterm-Wahlen. Da werden die Demokraten gewinnen. Trump verliert den Kongress und in 3 Jahren ist er ganz raus und dann wird alles zurückkehren zum Status quo. Das ist der Plan. Es gibt keinen Plan B. Das ist der Plan, den ich heute in Europa, in den transatlantischen Beziehungen unter den liberalen Eliten sehe. Also die heile Welt wiederherzustellen, und die Münchner Sicherheitskonferenz, um auf Ihre Frage zu antworten, zelebriert das alles. Es ist ein Tempel der liberalen Demokratie, und wo keiner reingelassen wird, der eine andere Meinung hat, der vielleicht eine andere Analyse bringen will, der vielleicht zaudert oder vielleicht zögert, wo vielleicht auch einfach eine gute und eine fundierte, konstruktive Gegenmeinung hat. Ja, der Chinese darf reden, aber ich habe schon gesehen, so voll ist dann der Saal auch nicht, wenn er redet. Er ist voll, wenn die europäischen Leader auf dem Podium sitzen und sprechen. Das ist die Münchner Konferenz von heute. Ich glaube, sie dient heute hauptsächlich dazu, die westlichen liberalen Eliten sozusagen zu stützen, sich gegenseitig zu stützen und aufzuzeigen, dass man Europa noch lebt. Aber mir fehlen grundlegende neue strategische, globale Gedanken, Analysen, auch Selbstkritik, inwiefern Europa sich in der Tat hier gegen all diese Kontrahenten, gegen Feinde und in der neuen multipolaren Welt, das ist übrigens ein Wort, das kaum gefallen ist, ein Termin, der kaum gefallen ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir leben in einer multipolaren Welt. In diese multipolare Welt muss Europa hineinwachsen und muss sich dort auch orientieren können. Und da fehlen mir einfach die Strategen dafür. Einfach zu warten, bis alles wieder gut wird, und weil die anderen alle schwach sind, weil wir in Europa die bessere Moral haben und die besseren Werte als die anderen und deshalb wir siegen. Und das klingt mir eher nach Ende der Geschichte von Fukuyama, eine Theorie, die vor 35 Jahren aufgestellt wurde, aber heute nichtsnutzig ist. Ich würde da gerne mal kurz anknüpfen, weil das finde ich ja spannend. Man spricht nicht mehr miteinander. Das, was ich mir auch immer wieder denke, ist, Diplomatie ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Also es ist nicht mal mehr der Versuch, mit der gegenüberliegenden Seite zu sprechen. Und es heißt ja auch immer, ja, mit Putin und Co. kann man nicht sprechen. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung? Kann man mit ihm sprechen und wirklich etwas erreichen? Oder ist es unmöglich? Nein, es ist möglich. Die Sache ist anders. Es stimmt nicht, wenn im Westen gesagt wird, dass die Russen oder Putin an Gesprächen, an Friedensgesprächen, an Verhandlungen, an Diplomatie nicht interessiert ist. Er ist es. Er ist es sogar mehr als die Europäer, würde ich sagen. Aber er hat seine Bedingungen dafür. Und die Russen wollen respektiert werden als Großmacht. Das ist der Clou. Ja, das ist das Problem.
Und wir wollen den Russen, da meine ich die Europäer, nicht die Amerikaner, die Europäer wollen den Russen dieses Feld so nicht überlassen. Es geht darum, ob Russland weiterhin als Großmacht ernst genommen wird oder nicht. Und unser Ziel in den Verhandlungen oder in der Ukraine, Diplomatie, wenn man das so nennen kann, beschränkt sich dafür, Russland eine strategische Niederlage beizufügen, die Ukraine siegen zu lassen, obwohl das aus meiner Sicht heute eine totale Illusion ist, und Europa in dem Sinn auch zu stärken. Jedenfalls Europa nicht zum Verlierer zu machen. Denn wenn Russland seinen Großmachtstatus in der Tat wiederherstellt, dazu gehört dann die Einflusszone, eine Hemisphäre, zu der dann die Ostukraine neben Weißrussland gehören wird und einigen anderen Gussstaaten, dann wird die europäische Sicherheitspolitik, so wie sie seit 35 Jahren konzipiert wird, mit NATO-Osterweiterung, mit EU-Osterweiterung brüchig. Und das wissen unsere Politiker. Und deshalb wollen sie das nicht zulassen. Aber mit Russland darüber zu reden, wollen sie nicht. Sie reden auch übrigens nicht richtig mit den eurasischen Staaten, was sie tun sollten. Mit Weißrussland würde ich auf jeden Fall einen Dialog führen. Weißrussland ist ja nicht im Krieg in der Ukraine, oder mit den Zentralasiaten oder mit den Kaukasiern soll man wirklich einen strategischen Dialog führen, weil ansonsten werden sie von China aufgesogen. Und all diese Dinge sieht man in Europa nicht. Und Europa sagt sich, wir werden sowieso gewinnen. Wir sind siegesgewiss in Europa, weil wir die richtigen Werte haben und die richtige Politik. Und wir wollen die Politik der Vernunft haben. Wir wollen eine vernünftige Weltordnung haben, die sich nach Regeln richtet, die der Westen selbst vor 35 Jahren oder vor 80 Jahren sich selber gestellt hat, gemacht hat für die ganze Welt. Und irgendwelche Regeln, die von Russland angeboten werden oder damals von den Serben in Jugoslawien oder von den Chinesen, die auch Werte sind, ihre eigenen internationalen Interessen dieser Großstaaten, die werden negiert. Und sie werden nicht nur negiert, sondern wir sagen uns, wir wollen überhaupt nichts von diesen Werten wissen. Wir wollen nicht wissen, was die Russen denken, was die Chinesen denken. Die haben gefälligst so zu denken, so zu handeln, wie wir das wollen, wie wir Europäer das wollen, weil wir diese schöne, heile Welt, diese Ordnung der Gerechtigkeit, der Gesetze, der Regeln geschaffen haben. Und diese Länder wollen zur Machtpolitik zurück. Das können wir nicht akzeptieren, und deshalb kommt die Cancel Culture ins Spiel, was für mich verderblich ist, weil letztendlich führt eine Cancel Culture dazu, dass wir die andere Welt um uns herum ignorieren, missverstehen und letztendlich mehr und mehr das alles in Feindschaft ausartet und letztendlich dann in einem Krieg. Schauen wir uns mal den aktuellen Zustand von Russland an, weil kommt der so an neutralen Informationen relativ wenig. Also wie sehen Sie die aktuelle Lage in Russland, auch zum Beispiel wirtschaftlich und auch geistig, mental, ein Land, was jetzt schon seit vielen Jahren im Krieg ist, der sich wie ein Kaugummi zieht? Also da könnt ihr jetzt lange reden. Ich versuche das so objektiv wie möglich zu machen, und Sie unterbrechen mich, wenn ich zu weit ausschweife. Also die Sanktionen, die der Westen gegen Russland erlassen hat, haben in Russland nicht zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt. Und es ist eine Illusion, wenn Kanzler Merz, fast der Einzige, ja, der in einer solchen Härte und in einer solchen Offenheit auf der Münchner Konferenz gesagt hat, dass die russische Wirtschaft bald zusammenbrechen würde. Das sehe ich so nicht. Das stimmt auch nicht. Die russische Wirtschaft ist resilient gegenüber Sanktionen. Das war schon 2014, als die ersten Sanktionen eingeführt wurden. Russland ist eine autonome Wirtschaftsmacht, eine Energiesupermacht, die genug Möglichkeiten hat, wenn nicht mit Europa, dann mit Asien, mit Lateinamerika, mit Afrika Handel zu treiben. Und Russland ist eine Rohstoffmacht, oder seine Rohstoffe dorthin zu verkaufen. Wenn Europa sie nicht haben will, okay, werden sie woanders hin verkauft. Und es herrscht nicht nur Handel zwischen den BRICS-Staaten, wie Sie bestimmt auch wissen und sehen, sondern es besteht auch mehr und mehr eine politische Verbindung, eine Allianz zwischen Russland, China vor allen Dingen, sogar zwischen Russland und Indien, zwischen Russland und den Lateinamerika-Staaten und den Afrikanern und auch im Mittleren Osten. Und ich glaube, dass man das so verstehen muss, dass die Russen nicht in einer Isolation sind. Was die russische Wirtschaft selbst angeht, ja, Russland fehlen, und das ist
Das Schlimmste, was der russischen Wirtschaft widerfahren hat, jegliche Art von Auslandsinvestitionen. Ja, die Chinesen investieren in Russland, aber nicht richtig strategisch, mehr im Rohstoffbereich, in dem, was die Chinesen wollen. Und so kann die russische Wirtschaft natürlich nicht modernisiert werden. Russland hat den Modernisierungspartner Europäische Union verloren und das wird wehtun und das wird die russische Wirtschaft, die russische Entwicklung aus meiner Sicht natürlich in den nächsten Jahren zurückwerfen. Aber nicht fatal zurückwerfen, nicht zerstören. Russland wird natürlich irgendwann mal mit der Militarisierung der eigenen Wirtschaft aufhören müssen. Der Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Heute profitiert Russland von der Kriegswirtschaft. Man speist die Gelder, die man seit 20 Jahren, seit Putin an der Macht ist, wie Eihörnchen irgendwo angesammelt hat in verschiedenen Fonds, Währungsfonds und Wohlstandsfonds. Dieses Geld wird jetzt natürlich für den Krieg ausgegeben. Fatal für Russland, schlecht für Russland. Aber es geht um die Rettung der eigenen Wirtschaft, um die Weiterführung der Wirtschaftsprozesse. Und das funktioniert auch. Die Inflation ist hoch, aber nicht so hoch, dass man von einer katastrophalen Lage in Russland sprechen muss. Ja, der Lebensstandard sinkt in Russland, aber dafür wächst, muss man offen sagen, der russische Nationalismus. Menschen halten zum Staat, zu Putin, sehen sich vom Westen bedrängt und sagen, wir müssen halt dann überleben. Die meisten Russen sind, glaube ich, nicht für den Krieg, aber sie sagen, dieser Krieg darf nicht verloren werden. Wenn wir den schon angefangen haben, wenn wir in diese Situation hineingerutscht sind, dann gibt es kein Zurück. Wir dürfen nicht verlieren, sonst bedeutet das möglicherweise auch das Ende Russlands. Und deshalb hält die Bevölkerung heute zu Putin. Man nimmt natürlich die Probleme an, die es in der Wirtschaft gibt. Die Lebensmittelpreise steigen. Das Leben hat sich nicht wesentlich jetzt verschlechtert, aber doch verschlechtert für viele Menschen. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, sehen Sie, ich bringe so viele Informationen, dass ich selbst kaum noch mitkomme, aber man muss das ja auch alles in einem Satz sagen. In den Provinzen Russlands, glaube ich, spürt man die Probleme, die die russische Wirtschaft heute hat, viel stärker als in den Hauptstädten. In den Metropolen Moskau, vor allen Dingen Moskau und St. Petersburg, ist von einer Krise überhaupt nicht die Rede und sie ist auch nicht zu spüren. Wenn Sie da hinfahren, sehen Sie, wie nachts die Straßen beleuchtet sind, jetzt die Infrastrukturprojekte weiterhin laufen, Brückenstraßen werden gebaut, die Digitalisierung funktioniert besser als in Europa und die Menschen haben alle Arbeit und verdienen gut. Und das ist auch Russland. Ja. Diese 12-Millionen-Stadt Moskau ist heute sehr prägend für das russische Image, für das russische Bild, das das Land heute abgibt. Das muss man heute sehen. Also im Grunde genommen, ja, es gibt natürlich Schwächephasen in Russland. Es gibt Rückschläge, harte Rückschläge, die Russland erleiden musste. Und ich glaube, dass wenn der Krieg in den nächsten 2 Jahren nicht endet, ich hoffe, der endet in diesem Jahr, aber noch 2 Jahre dauert, wird es schlimmer werden. Aber es wird nicht so sein, wie viele im Westen glauben, dass Russland gerade wirtschaftlich eine strategische Niederlage, einen Zusammenbruch erleben wird, der dann möglicherweise zu einer großen Veränderung in Russland führt, zu einem Zerfall Russlands oder zu einer Niederlage Russlands. Dazu gibt es keinen Anlass, so zu glauben. Mhm. Haben Sie persönlich eine Einschätzung, also es wurde ein bisschen genannt, Sie hoffen, dass er in diesem Jahr enden wird oder ansonsten vielleicht auch noch ein paar Jahre. Sehen Sie im aktuellen Umfeld, aber ansonsten, Sie haben es schon so angedeutet, dass Russland die Oberhand hat gegenüber der Ukraine. Aber wie sind Ihre persönlichen Einschätzungen von dem, was man mitbekommt? Ich frage mich immer, wissen Sie ganz seriös, warum dieser Krieg überhaupt begonnen wurde? Und war er notwendig? Und warum? Ja, gut, man hat natürlich diesen westlichen Standpunkt, dass Russland seit dem Zerfall der Sowjetunion auf Revanche aus war und den Westen angreifen wollte und sein Imperium wieder herstellen wollte. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt oder absolut nicht stimmt, was im Westen gesagt wird, aber ich sehe das ganz anders. Russland wollte eigentlich Teil des Westens werden, aber, und das hat man im Westen nicht verstanden oder nicht akzeptiert,
als Großmacht. Russland wollte, und das hat man mir in den 90er Jahren und Nullerjahren seitens der russischen Eliten und auch aus dem Munde Putins, mit dem ich mich auch das ein oder andere Mal getroffen habe ich immer wieder gehört, wir gehören nach Europa. Europa ist unser Vaterland. Ja? So wie die Deutschen und die Franzosen, die Briten zu Europa gehören wir seit Peter dem Großen oder seit Ivan dem Schrecklichen zu Europa. Wir sind auch Europäer. Wir prägen mit die europäische Kultur. Aber wir sind eine Großmacht. Das russische Bild von Europa war das eines Wiener Kongresses. Nämlich Großmächte regeln das Leben in Europa. In Wirklichkeit ist es ja auch so. Das Leben in Europa wird geregelt. Ob wir das wahrhaben wollen, offen aussprechen oder nicht, von den Amerikanern als unsere Führungsmacht, von Deutschland als der stärksten Wirtschaftsmacht, von den Franzosen und den Engländern, die natürlich Atommächte sind in Europa, aber die anderen Länder, um ehrlich gesagt, obwohl man wieder sagt, dass man die Interessen kleiner Länder oder mittlerer Länder auch berücksichtigt, das ist nicht der Fall in Europa. In Wirklichkeit ist es nicht der Fall. Es regieren wichtige Länder. Und Russland wollte dabei sein. Nicht nur dabei sein, sondern mitbestimmen. Wie im Wiener Kongress 1815, nach der Zerschlagung von Frankreich, von Napoleon, haben sich Preußen, Österreich, Großbritannien und das russische Imperium hingesetzt und Europa neu konsolidiert oder die Grenzen neu gezogen und das neue Europa geschaffen. Und da hatte Russland Mitsprache. Russland hat dann diese Mitsprache in Europa mit Gewalt in der Zeit des Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg für sich wieder erstanden. Osteuropa war Teil der sowjetischen Hemisphäre nach 1945 gewesen. Und ich denke, dass wir und da liegt die Schuld auch in der Europäischen Union im Westen, dass wir 1991, als die Sowjetunion auseinanderbrach, nichts getan haben, um eine gemeinsame friedliche Friedensordnung aufzubauen, zusammen mit einer Großmacht Russlands. Das hätten wir akzeptieren müssen, dass Russland diese nationalen Interessen als Großmacht noch hatte und man hätte das in eine neue Friedensordnung einbauen müssen, würde ich sagen. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir eher auf eine NATO- und EU-Erweiterung gegen Russland gesetzt haben. So, und Russland hat sich jetzt oder wollte sich seine Hemisphäre oder seinen Einfluss jetzt mit Gewalt nehmen. Ich finde das ein Fehler, weil er Russland eigentlich zu Europa nicht näher gebracht hat, sondern von Europa weggebracht hat. Ich meine den Beginn des Krieges 2022. Im Grunde genommen könnte das auch in einer Katastrophe für Russland, zivilisatorischen Katastrophe irgendwann mal enden oder auch nicht. Vielleicht endet der Krieg ja auch mit einer kolossalen Schwächung Europas. Das wissen wir so nicht. Wir haben nicht die Kristallkugel. Aber wir kennen die Probleme auch hier, so wie in Russland. Aber ich denke, dass Russland natürlich gesehen hat, dass es die NATO nicht zurückdrängen wird können. Schweden und Finnland sind in der NATO. Die NATO wird sich vergrößern, Europa wird sich militarisieren, Deutschland möchte Atomwaffen anschaffen. Auch andere Länder, Polen wollen Atomwaffen auf ihrem Territorium gelagert haben. Das alles ist Realität heute. Und wenn Russland mit dem Krieg verhindern wollte, dass es eine militärische Aufrüstung gegen Russland geben würde in Europa, hat es das Gegenteil erreicht. Was Russland jetzt natürlich als zweites Kriegsziel oder als Plan B ausgegeben hat, ist, dann wollen wir wenigstens die Ukraine haben. Die Ostukraine, die immer Teil Russlands im alten Imperium gewesen ist. Und die Teile der Ostukraine, die ja praktisch dann von Lenin und Stalin, und das ist keine Propaganda, das ist halt so, der nationalen Ukraine zugeführt wurden. In der Zeit der Sowjetunion, wo es keine ukrainische Staatlichkeit gegeben hat und niemand von einer Loslösung der Ukraine ausgehen konnte. Aber es ist nun mal passiert 1991. Und jetzt haben wir das Problem der Ostukraine. Übrigens aber muss man auch sagen, dass sich gerade die Ostukraine gegen diese russische Invasion wehren. Sie wollen ihre eigene Staatlichkeit, ukrainische, auch behalten, scheinbar, so sieht es aus, gegenüber Russland, was Russland natürlich nicht erwartet hatte. Man dachte, die Ostukraine würde sich ergeben, würde schnell Teil Russlands wieder werden. Das ist ein weiteres Problem, das Russland hat. Aber letztendlich läuft, so würde ich das heute sagen,
der Ukraine-Krieg auf eine Teilung der Ukraine hinaus. Russland ist zu schwach, um die gesamte Ukraine zu okkupieren, auch um den Westen zu bekriegen, den Westen anzugreifen, militärisch zu schwach. Und wenn, dann geht das nur über Atomschläge, aber das wäre ja Unsinn, weil dann es Atomschläge gegen russische Städte geben würde und dann würde der Planet vernichtet. So ein Szenario schließe ich fast aus. Ich glaube aber, dass Russland wenigstens die Ostukraine dann als Puffer gegenüber den Westen behalten will. Gefährlich genug, weil man dann mit diesem Puffer jahrzehntelang wird leben müssen und mein Gott, dann haben wir möglicherweise eine Linie wie in Korea, die dann den Westen und Russland voneinander trennen wird, mit all den Konsequenzen und Folgen, die es auch in dem geteilten Korea gegeben hat und in der Weltpolitik, die davon auch natürlich im negativen Sinne profitieren wird, wollen wir alle nicht. Also vielleicht gibt es eine andere Lösung, aber heute läuft es darauf hinaus, von der Teilung der Ukraine. Und das wäre dann für Russland ein Gewinn des Krieges. Und es ist auch tatsächlich so, dass Russland große Gebiete dann zurückbekommen würde, erobern würde, alte russische Gebiete, würde das als Sieg feiern. Und der Westen würde das zwar akzeptieren müssen, aber zähneknirschend und nicht auf alle Ewigkeit. Und der Konflikt wird weitergehen, so oder so. Die Amerikaner haben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eher die Seiten gewechselt. Sie sehen, dass diese Stellung Europas, die NATO weiter zu erweitern, die EU weiter zu erweitern und Europa sozusagen gegen Russland aufzustellen, dass das geopolitisch so ziemlich riskant, vor allen Dingen für den Westen, zu neuen Schwächen führen wird, nicht zu stärker, den Westen eher schwächen wird. Und die Amerikaner konzentrieren sich auf die Konflikte mit China oder im Nahen Osten und anderen Teilen der Welt. Und man hat aus meiner Sicht die Ukraine als sich schon abgeschrieben. Der Trump oder seine Administration jedenfalls, viele Amerikaner können sich mit diesem faulen Kompromiss oder mit dieser Aufteilung der Ukraine durchaus zufrieden geben. Und sie tun das auch und wollen sogar danach die Russen ködern. Und die Russen ködern natürlich auch die Amerikaner auch mit diesem Plan. Wir wollen dann eine große wirtschaftliche Zusammenarbeit begründen zwischen Amerika und Europa und Russland über den Köpfen der Europäer hinweg, die dann vor allen Dingen aus amerikanischer Sicht ein Ziel verfolgen wird. Ein strategisches Ziel ist klar, die Russen aus den Armen Chinas herauszuzerren und die Russen wieder an die Seite des Westens, nämlich Amerikas, zu stellen gegen China, weil die Amerikaner prognostizieren, dass in den 30er Jahren der große Krieg oder die große Auseinandersetzung in der Weltpolitik zwischen den USA und den Chinesen laufen wird und nicht mit Russland. Und Russland muss bis dahin an die westliche Seite angebunden werden, was für mich sehr großen Sinn macht. Und deshalb, wenn Sie erlauben, zurück zu einer Sicherheitskonferenz, zumindest hätte ich doch erwartet, dass dort jemand über ein Großeuropa nochmal gesprochen hätte. Ich weiß, es ist heute nicht möglich. Aber auch für europäische Interessen ist es doch so, dass wir die sibirischen Rohstoffe nicht an die Chinesen verlieren wollen. Wir haben immer von Russland profitiert. Russland hat seine Interessen. Ja, mit Russland stehen wir praktisch in einem fast Kriegszustand. Wir verteidigen die Ukraine. Die Frage ist, ob wir die Kraft haben, die Energie haben, auch den politischen Willen, wegen der Ukraine möglicherweise einen dritten Weltkrieg mit Russland zu riskieren. Das ist die Frage, die man sich im Westen beantworten muss. Ich glaube nicht. Und soweit mir auch die Ukrainer leid tun und so leid ich mitleide auch mit der Bevölkerung, mit diesem schrecklichen Krieg, der da wieder den Ukrainern widerfahren ist. Aber ich denke nicht, dass die Ukrainer den gewinnen können. Und deshalb so schnell es möglich beenden. Gebietsaufteilung, Gebietsabtretung und dann Versuch, ein neues Konzept für eine europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die nicht sofort, aber irgendwann mal nicht nur Russland, sondern die Länder Eurasiens mit einzieht. Ein Europa von Lissabon bis Vladivostok. Dieser Traum ist noch nicht ausgeträumt. Ich glaube, dass das die Zukunft Europas sein könnte. Eine andere Perspektive,
Europa kapselt sich ab, igelt sich ab, macht neuen zweiten, dritten oder zweiten Kalten Krieg mit Russland, wird Europa nicht die Stärke bringen, sondern eher in eine weitere politische und wirtschaftliche Schwächephase, sprich Rohstoffmangel und vieles andere bringen. Das ist meine Sichtweise. Sehr interessant. Ja, von dem her, Russland ist ja mit einem Namen untrennbar verbunden, und zwar natürlich Wladimir Putin. Wie schätzen Sie diesen Mann ein? Er ist jemand, der sehr polarisierend ist oder kontrovers diskutiert wird, hin von, ich sage jetzt mal die Pole Teufel bis hin zu, ich will nicht sagen Heiliger, aber dass er quasi was Gutes auch für sein Land tut. Also Sie kennen oder beobachten diesen Mann seit Jahrzehnten, haben ihn auch persönlich getroffen zum Teil. Also wie schätzen Sie diesen Mann ein? Also ich bin da mit George Bush. Das wird Sie wundern, aber ich habe neulich gelesen, was er gesagt hat zu den veröffentlichten Protokollen seiner vielen Treffen mit Putin, und ich fand das gut, fand es interessant, wie George Bush gesagt hat, er stimmt nicht mit den Thesen westlicher Politiker überein, dass Putin von vornherein ein Imperialist war, der Welteroberungspläne hegte wie Stalin und das Sowjetimperium wieder auferstehen lassen wollte. Nein, sagte Bush, Putin war anders, Putin wollte mit uns, aber hat sich dann radikalisiert zu einem absoluten Anti-Westler und praktisch zu unserem Gegner oder Feind. Das ist Bushs Sicht. Meine Sicht ist die, und ja, Sie haben recht, ich habe des Öfteren mit Wladimir Putin auch sprechen können, kenne seine Umgebung, ich kenne seine Strategie, und ich glaube auch, dass sie echt und richtig war. Er wollte, das habe ich schon gesagt, in Europa ankommen als Großmacht. Ihm schwebte kein Europa vor, das nur auf den Säulen EU und NATO aufgebaut war, sondern wenigstens auf der Basis der OSZE, wo Russland ja Mitspracherecht hatte und an der Formierung dieses europäischen Raumes von Lissabon bis Vladivostok mitwirkte. Wir haben die OSZE, wir im Westen, ausgeschaltet. Wir wollten sie nicht sehen, wir wollten sie nicht richtig haben, weil sie eine Konkurrenz zur NATO und der EU bedeutet hätte. Das war ein Fehler. Wir hätten Russland und all die anderen Länder als OSZE, die in der OSZE waren, zum Beispiel Kasachstan, viel enger an Europa, an diesen europäischen Kontinent, an die europäische Politik und an die Sicherheitsentwicklung heranführen müssen, auch wirtschaftlich. Haben wir verpasst, große Chance verpasst. Und Putin selbst hat sich dann radikalisiert, richtig, und sein Problem ist, das Problem mit Putin ist, dass er einfach zu viel Macht bekommen hat. Er hat, so ist aber auch die russische Geschichte, so ist das die russische Tradition. Es gab keine Widerstände, als Putin versucht hat, nicht zuerst versucht hat, ihm es dann auch gelungen hat, immer mehr Machtfülle an sich noch nicht mal zu reißen, zu nehmen. Parlament wurde gleichgeschaltet, die Medien wurden gleichgeschaltet oder dem Staat unterstellt. Praktisch regiert heute in Russland ein Mann. Ich will nicht sagen, dass Russland eine Diktatur ist, aber Russland ist ein autoritäres Regime natürlich, mit einem Mann an der Spitze, der alle Entscheidungen trifft, alle. Und ich bin ein aufgeklärter Westler, muss ich sagen. Ich finde, dass ein solches System große Schwächen hat, wenn alles nur von einem abhängt. Am schwierigsten ist die Nachfolgefrage. Das hat man in der Zeit der Sowjetunion gesehen, wo es immer große Anführer gegeben hat, wie Lenin. Nach seinem Tod gab es auch Machtgerangel. Nach Stalins Tod wissen wir, was passiert ist. Hat sich Chruschtschow mit Mord und Totschlag gegen seine Gegner erst durchsetzen müssen. Dann Brezhnev, dann Gorbatschow, ein Glücksfall für den Westen. Heute in Russland niemand, ein Verräter, weil er die Sowjetunion auseinanderfallen ließ. Und dann jetzt Putin, der in derselben Tradition natürlich in Russland diese Macht erobert hat. Und ich muss sagen, ich habe ja dieses Buch versucht auch zu schreiben, um das der Öffentlichkeit ein bisschen zu erklären, weil da die Frage, die Sie gestellt haben, diese Fragen sind ja wichtig. Die tauchen ja kaum auf. Die Experten, die heute in den Talkshows und in den Medien brillieren, waren teilweise noch nie in Russland. Die kennen keine Russen. Und wie sollen sie dann heute, das sind Sicherheitspolitiker, wie sollen sie denn das richtige Bild erklären? Ich kann's.
Aber die werden nie eingeladen, aus den Gründen, ne, die Sie natürlich auch kennen, weil heute in Bezug auf Russland diese Cancel Culture existiert und man die russische Sicht oder die chinesische Sicht einfach oder die indische Sicht, die Sicht der anderen gar nicht hören will, weil sie möglicherweise gefährlich ist für die Entwicklung in Europa, was in der Defensive ist. Sehe ich so. Aber nichtsdestotrotz zu Putin zurück. Ja, er hat, als er gesehen hat, dass der Westen ihn nicht will und dass Russland ausgeschlossen wird und dass die NATO-Osterweiterung früher oder später doch kommen würde und als er gesehen hat, dass der Westen die Ukraine praktisch nach 2014 aufgerüstet hat ja nicht nur Merkel und Hollande, sondern auch andere Experten inzwischen zugegeben, dass das hinterrücks passierte und dass das Ziel auch der Minsker Protokolle, der Minsker Verhandlungen, die stattgefunden haben nach 2014, nach dem Beginn der Krise bis 2020, einfach nur dazu gedient haben, auf eine russische Schwächephase zu hoffen und die Ukraine aufzubauen, militärisch aufzurüsten. Das hat man in Russland natürlich auch gesehen und dann hat man unglücklicherweise und ich finde dann auch fatalerweise diesen Krieg begonnen, in dem Glauben, dass man noch genug Zeit hat und ein Zeitfenster wenigstens, um die ukrainische Armee auszuschalten und die Ukraine wieder näher an Russland zu bringen, dass das genauso schnell und problemlos passieren würde wie in Georgien 2008, wo man Abchasien und Südossetien dann zu Russland geholt hat und die georgische Armee praktisch nachher nicht mehr existent war und keine Angriffe mehr auf Abchasien und Südossetien starten konnte. Ja, und Russland an dem Kaukasus wieder die Oberhand gewann. Das dachte man in der Ukraine auch zu tun. Das misslang. Und die Geheimdienste haben, denke ich, in Russland versagt. Die Armee hat in großen Teilen auch nicht das gebracht, was Putin von ihr verlangt hat. Aber Putin ist derjenige, der in Russland allein herrscht, Alleinherrscher ist. Er entscheidet über alles. Nur er entscheidet, wann Frieden ist. Er entscheidet, wann die Zeit gekommen ist, mit dem Westen zu reden. Und der einzige, denke ich, heute, der auf Putin Einfluss nehmen kann in dieser Weise, oder ihn dazu bringen kann, vielleicht doch schneller auf eine Friedenslösung hinzuarbeiten, ist Trump. Weil Trump Russland sehr viel offeriert, nämlich, wie ich schon sagte, eine wirtschaftliche Kooperation auf gleichberechtigter Basis nach dem Ende des Krieges. Und für Putin ist das nicht unwichtig. Er wird Geländegewinne haben, da bin ich sicher. Der Donbass wird in 1-2 Jahren dann russisch werden, aber auf Kosten möglicherweise eines neuen Kalten Krieges mit Europa, der strategisch, denke ich, Russland nichts nutzen wird in Zukunft, eher Schwierigkeiten bereiten wird, große Probleme und auch umgekehrt. Vielleicht hofft die russische Führung darauf, da gibt es auch Hinweise darauf, dass bis dahin die Europäische Union einkracht, dass die Europäische Union bis dahin so schwach sein wird, dass sie überhaupt keine Rolle spielen wird, dass die Amerikaner praktisch alles hier übernehmen und dass man dann sowieso mit den Amerikanern über Europa verhandelt, über Lateinamerika, über die neue Weltpolitik, praktisch ein neues Jalta 2.0, wie 1945, wo Stalin und Roosevelt praktisch mit Churchill damals die Welt neu geordnet haben. Ja, darauf hofft Putin. Ich denke, darauf setzt auch Trump in Wirklichkeit. Die Europäer lassen ihn das bloß heute noch nicht machen. Aber darauf könnte es auch hinauslaufen, zu Ungunsten der Europäer, zu Ungunsten Europas. So eine Situation dann eintritt oder so eine Weltordnung, die ohne Europa kreiert wird, das ist die Gefahr. Aber die fragen mich über Putin. Ich glaube, dass die russische Seite das so strategisch sieht, dass die Europäer eben in diese Zwangslage gebracht werden, sowieso nichts tun zu können, als den Amerikanern überall zu folgen, weil sie eben schwach sind, uneinheitlich und nicht das Geld haben, um nicht den politischen Willen zu einem unabhängigen, autonomen Akteur, zum Kriegsakteur auf der Weltbühne zu werden. Mhm. Gut, letzte Frage und die finde ich hat doch eine gewisse Brisanz und das, glaube ich, wird die Zuschauer sehr interessieren. Sehen Sie, dass Putin sehr, sehr wahrscheinlich oder ein wirkliches Interesse daran hat, dann mit ganz Europa möglicherweise in einen Kriegszustand zu stehen? Nein, ich glaube nicht, dass er dieses Interesse hat. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, dass Putin einfach will, dass Europa
hat die russische Einflusssphäre ein für alle Mal akzeptiert, dass Europa ein für alle Mal mit der NATO-Osterweiterung auf postsowjetisches Gebiet diese stoppt, und zwar vertraglich absichert. Ein Vertrag, den es unter Gorbatschow nicht gegeben hat, den will Putin mit dem Westen unterschreiben. Keine NATO-Osterweiterung auf postsowjetisches Territorium. Das Baltikum, Polen und Ungarn, gut, das ist alles schon in der NATO. Da kann Russland nichts tun, und ich glaube nicht, dass Russland überhaupt da irgendwelche Begehrlichkeiten auf das Baltikum oder auf Polen besitzt. Russland auch nicht die Kraft. Und was sollen sie mit einer europäisierten Bevölkerung, die dann in den Partisanenkrieg gegen Russland einsteigt? Nein. Ich glaube, dass Russland praktisch Putin will, er ist 73 Jahre alt, er will Russland der Nachwelt hinterlassen als eine Großmacht, die sich vor dem Zerfall der Sowjetunion erholt hat, die das Imperium, das sowjetische will er nicht wieder aufrichten. Er will ein Kernrussland aufbauen, also die Ostukraine, ehemalige russische Gebiete, Weißrussland und Russland sollen vereinigt werden zu einer Art slawischen Union unter russischer Führung. Das will er. Er will natürlich eine Allianz mit den Chinesen, er will engste Beziehungen zum Kaukasus und zentralasiatischen Staaten haben. Das ist die Einflusssphäre im klassischen Sinn, die Russland haben will gegenüber dem Westen, aber er will Handel mit der Europäischen Union. Er will, dass die Europäer einfach die Russen so akzeptieren, wie man das im 19. Jahrhundert gegenüber Alexander I. oder Nikolai I., die diesen russischen Zaren gemacht hat. Ein sehr unwillkommener, sagen wir mal, Partner in Europa, aber nichtsdestotrotz ein notwendiger, ein Stabilisator für Europa. Das ist die Sicht Russlands. Ich weiß, dass es nicht die Sicht der Europäer ist, aber Europa wird sich auch durch das Dickicht des Dschungels ganz neue Erfahrungen und neue Weltumbrüche durchkämpfen müssen. Und was am Ende steht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was mit der Ukraine passiert nach dem Frieden. In Europa geht man davon aus, und in der Ukraine selbst, dass das blühende Landschaften geben wird, dass die Ukraine in die Europäische Union kommt, nicht in die NATO, aber dass dort viele Investitionen kommen. Aber genauso gut kann die Ukraine in einem Zerfallsprozess enden, ja, was niemand wünscht. Aber die Gefahren sind doch da, sind noch nicht von der Hand zu weisen. Und Europa selbst, ja, also wenn Sie mich fragen, spaltet sich Europa tatsächlich in einen Norden, der eine ganz andere Identität anzunehmen scheint, nämlich eine Identität, Zusammenhalt gegen den russischen Feind und Kriegsvorbereitung gegen Russland, um einen russischen Krieg abzuwehren möglicherweise. Und der Süden Europas, Frankreich, Italien, Spanien, aber auch viele osteuropäische Länder, nicht nur Ungarn, die sagen, wir wollen früher oder später eine Normalisierung mit Russland haben, die eher auf der Position stehen, auf der heute so ein Land wie die Türkei steht. Ja, mit Russland ist es schwierig, Russland ist kein Freund, aber permanente Feindschaft mit Russland wollen wir auch nicht haben, weil Handel, vor allem Rohstoffhandel, mit dieser großen Macht, eurasischen Macht, wo heute die Musik lauter und lauter spielt, Eurasien, Asien, ist vonnöten, ist strategisch richtig und klug und ja nicht zurück in den Kalten Krieg. Mhm. Danke für ein sehr einsichtsreiches Interview, auch mit ein paar Punkten, die man so in den herkömmlichen Medien jetzt vielleicht weniger aktuell diskutiert. Das macht es umso interessanter. Wie ist deine persönliche Meinung? Schreib es gerne in die Kommentare. Möchtest du, dass wir Professor Rahn noch einmal einladen? Du kannst auch gerne in die Fragen posten, dann kann ich sie vielleicht dann beim nächsten Mal auch berücksichtigen. Schauen wir mal meinerseits gerne, weil ich hätte noch viele spannende Themen und ich glaube, das ist für uns alle sehr, sehr interessant, weil man eben so wenig darüber normalerweise hört. In dem Sinne, genau, vielen herzlichen Dank an Sie und ja, gerne nochmal beim nächsten Mal. Alles Gute. Mhm. Danke. Tschüss.